Guten Morgen Mädels und Jungs, heute sehen wir uns das Museum für Heizkultur an, das es in Wien gibt, in dem alles über Heizungen, Wohnraumbeheizung ausgestellt ist, von anno dazumal bis in die Gegenwart. Museen. Es gibt in Wien Museen, das glaubst du gar nicht, angefangen von der Geburt bis zum Sterben. Es gibt sogar ein eigenes Bestattungsmuseum in Wien. Ja? Und bei der langen Nacht der Museen, immer am ersten Samstag im Oktober, haben die als Attraktion tun, dass man wirklich Probe liegen kann. Ja? Ganz so. Ja, das gibt es bei uns nicht. Probe liegen. Bei uns gibt es ja keine Probehatzen. Ja. Wir dürfen keine Feier machen. Aber wir haben sehr viele Exponate hier, die mit dem Thema Heizen zusammenhängen, im weitesten Sinne. Das fängt an in der Früh beim warmen Wasser, geht übers Kochen, streng genommen wird bei einer Kaffeemaschine alles Wasser aufgeheizt, ja, geht über Waschmaschinen, Kücheneinrichtungen bis zu Heizungen natürlich. Okay. Wir haben das Vergnügen, dass wir jetzt durchrauschen miteinander. Ja. Wir schauen uns nicht jedes Drum einzeln an. Warum nicht? Weil dann brauchen wir 3-4 Stunden. Ja. So viele sind das und so viele Geschichten gäbe es da. Ich möchte aber auf keinen Fall Sie langweilen, drum zeige ich meiner Meinung nach die Highlights her. Wenn Sie aber Fragen haben zu irgendwelchen anderen Trimmern, dürfen Sie mich gerne fragen, ist kein Problem. Gut, was war die erste Heizung auf unserem Planeten? Gesundheit. Die Sonne, die erste natürliche, ohne Sonne gibt es kein Leben. Und das Lagerfeuer, natürlich in der Steinzeithöhle, war die erste von Menschenhand geschaffene Heizung. Brennstoff war Holz, klar. Ne? Gut. Die erste gesicherte historisch-geschichtliche Feuerstelle war vor rund 600.000 Jahren. 600.000 Jahren. Holz ist auch heute wieder ein sehr wichtiger Brennstoff. Warum? Vor allem im ländlichen Bereich, wo es ja viel Wald gibt, ne, gehen die Leute in den Wald, immer seltener, jetzt ist wieder das umgekehrte der Fall, jetzt gehen wieder von Jahr zu Jahr mehr in den Wald, machen Holz und verbrennen es für Heizzwecke. Wer war schon im Wald Holz machen? Ja, doch. Eine schöne Arbeit. Ne? Schwere Arbeit, gefährliche Arbeit. Man liest da immer wieder in Zeitungen, dass einer Bahn geschlagen. Nicht ganz so. Ja, auf dem Land vor allem wird heute das Holz wieder sehr genutzt in sogenannten Ortsverbund-Fernwärmeanlagen. Das heißt, eine große Heizanlage in einer Ortschaft und die versorgt fast alle Häuser von dieser Ortschaft mit Fernwärme. CO2 freigesetzt wird, also das Holz atmet ja CO2 und wandelt das in Sauerstoff um. Und dadurch, dass das Holz das macht, ist dann beim Verbrennen neutral. Also und wenn ich das Holz dann verbrenne, wird genauso viel CO2 wieder frei, wie der Baum aufgenommen hat im Laufe seines Lebens. Es ist ein Lebenstransport. Null Summenspiel. Nein, es ist nicht nur der Transport. Es ist nicht nur der Transport nach Hause, da gibt es ja noch mehr. Ne? Ist Ihre Heizungsanlage optimal eingestellt oder regulär, das sind dann schon die Freiheiten. Und natürlich, wenn ich mehr Holz verbrenne, als CO2. Dieser Raum ist gedacht, die wohltemperierte Stadt, und soll zeigen, wie viel Infrastruktur eine Stadt eigentlich braucht, wofür die Stadtverwaltung eigentlich verantwortlich ist. Das beginnt eigentlich damit, ganz hinten Großküchen in Spitälern,
geht über Glashäuser, Bäckereiofen. Die Stadt Wien hat eine eigene Bäckerei gehabt, die für die Spitäler und Pflegeheime und so weiter Brot und Semmeln gebacken hat. Ja. Geht dann über Heizungen in einer Schule, wie hier diese Luftheizung. Geht dann auch über Trefferbad. Wer weiß von Ihnen, was ein Trefferbad ist? Wo man sich in der Dusche noch kennen. Was war ein Trefferbad? Für die, die es nicht wissen, ja? Genau so was das. Bannen und Brausekinder. Für die, die es nicht wissen, die Wohnungen waren früher alle sehr klein, die Leistbahnwohnungen, ja? Außer die über 10.000, die haben natürlich Badezimmer gehabt und großartig. Die Normalsterblichen haben eine Zimmer-Kugelwohnung gehabt, ja? Bad, Dusche war Luxus, was sich keiner leisten kann. Damit die Leute aber trotzdem sich waschen und duschen können, hat die Stadt Wien eigene Häuser gebaut, Bannen und Brauseplätze. Da wollen die draußen nichts anderes drin, als wir duschen und Bad haben. Gibt es keins. Reines Treffenbad gibt es keins mehr. Es gibt nur mehr in Kombination mit Sauna. Ja? In der Hermann Sauna und ja, und warum hat die Stadt Wien das gemacht? Nicht auf Luxus, sondern weil es damals noch sehr viele ansteckende Krankheiten gegeben hat. Tuberkulose zum Beispiel. Und damit diese Krankheiten eingedeckt werden können, müssen sie die Leute waschen. Ja? So ist man gegangen und günstig in ein paar Groschen ist man in das Treffenbad gegangen. Da gab es zwei Klassen. Die erste Klasse war die Teures-Klasse, da hat der Duschkabin für die Galerie gehabt. Die zweite Klasse war so, wie man so einen Fußballplatz oder Tennisplatz kennt, auch duschen im Lager. Und dort hast du dich nackt wie Gott dich schuf mit wildfremden Leuten duscht. Es waren aber schon Buben und Mädel getrennt, weil sonst gab es Vertretung nicht. Ja, und warum heißt das Treffenbad jetzt Treffenbad? Ganz einfach. Es waren natürlich sehr viele Leute dort. Der Badetag war was für ein Tag? Der Sonntag. Und die haben dann keine 12, 14, 16 Stunden am Tag. Ne? Und am Samstag. 40 Stunden Wochen auf jeden. So, jetzt sind die natürlich alle am Sonntag baden gegangen. Und da sind eben wirklich alle gegangen. Dementsprechend ist dort zugegangen. Es gibt sogar ein Lied von Bier und Knapp. Wenn kein Wind ist, dann ist Bade. Ungefähr. So, und dann gibt es ein Phänomen im Sommer. Im Sommer, wenn wir 35 Grad haben, der Wind spielt keine Rolle, aber die Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit ist der Anteil des Wassers in der Luft. Wenn so eine feuchtschwüle Luftströmung kommt vom Süden, ja? Bei 35 Grad, 75% Luftfeuchtigkeit schwitzen wir bei den 35 Grad, so wie wenn es 52 Grad. Das ist auch nicht leid. Temperaturmäßig kann man gleich den Übergang zu unserer Venus von Brennpunkt. Ja, da ist dann schon Vorwürfe, wir sind sexistisch und was weiß ich was. Naja, ich kann dir aber nichts anziehen, wenn ich die Oberflächentemperatur senken will. Ne? Und an Mauer herhängen, Sie kennen das vielleicht alles, was am Mauer schöner ist als wie ein Office-Luxus. Idealisch. Nein, ästhetischer ist sicher eine Frage, ja, da braucht man nicht diskutieren. Ja. Gut, wie viel Grad haben wir im Inneren von uns? Ich glaube 37. 37 ist schon erhöhte Temperatur. 36,7. Einigen wir sich auf 36. Ja? Gut. Und das eigentlich relativ konstant brauchen wir das. Das heißt, unser Körper ist eigentlich ein super Klima, solange er funktioniert. Ja? Wenn ich jetzt 2-3 Grad mehr habe, was habe ich da? Fieber. Und 2-3 Grad weniger? Unterkühlung. Ja. Wenn jetzt meine Körpertemperatur erhöht wird durch Arbeit oder Laufen oder Sport oder wie auch immer, wie reagiert da mein Körper darauf zum Kühlen? Schwitzen. Ich fange zum Schwitzen an. Ja? Und wenn ich mich jetzt ausstelle mit einem Ruderleiberl bei minus 10 Grad, was macht da mein Körper dann? Wie reagiert der? Ich fange an zum Zittern. Die Muskeln ziehen sich zusammen, auseinander, um Wärme zu produzieren. Ja? Es ist das Unterkühlen genauso gefährlich wie das Vierer ist zu hoch. Ja? Da kannst du genauso sterben.
Umgebaut und 2010 errichtet. So, meine Herrschaften, darf ich Sie hierher bitten? Wir haben leider nur momentan mit Problemen zu kämpfen. Ich bin zum Beispiel, heute bin ich ganz allein da, ich bin aus Krankheitsgründen. Dann ist dieses Spiel ist kaputt momentan, das Spiel ist momentan kaputt. Ich weiß nicht was, ist momentan kein guter Stern über unserem Haupt. Ja? Und jetzt Leute draußen. Kann der zu euch gehen? Schaut euch bitte dabei um, ich komme sofort wieder. Ja? Aber bitte. Eine Klappe zum Kohlen hereinlassen von außen oder aus dem Kohlenbehälter. Erster Weltkrieg, Weltkrieg. Jetzt sind die Leitfähigkeit und die größte Leitfähigkeit testen. So, bin ich wieder.